Wenn die Flieger dann in der Luft sind, musst du bereit sein, wenn sie zurückkommen. Und dann legen wir los. Wir sind unterwegs zur NATO-Ostflanke. Kilometer für Kilometer geht die Reise Richtung Osten. Eine Reise, die uns durch unbekannte Orte direkt durch den berüchtigten Suwałki-Korridor bis nach Lettland führt. Dort befindet sich mitten in den stillen Wäldern die NATO-Airbase. Und hier lauert eine unsichtbare Gefahr. Zwischen dichten Baumkronen und schattigen Wegen treiben Spione ihr Unwesen. Immer auf der Jagd nach militärischen Geheimnissen. Auch wir müssen uns dieser Lage anpassen. Unsere Smartphones bleiben im Haus zurück, aufmerksam fahren wir zur Airbase und dort müssen wir eine Verpflichtung zur Geheimhaltung unterschreiben. Der größte Bedrohung, der wir uns aktuell hier ausgesetzt sehen, ja, ist Spionage und Aufklärung. Und das wird natürlich vermehrt auch über Drohnen gemacht. Das heißt, wir haben da mehrere Maßnahmen dagegen. Zum einen die Objektschutzkräfte haben eigene Wirkmittel gegen Drohnen dabei, können also Drohnen bekämpfen oder von uns fernhalten. Zum anderen wird das Feldlager zum Beispiel nachts abgedunkelt, einfach um zum Beispiel die Aufklärung eben zu erschweren. Erstmals operiert das deutsche Einsatzkontingent in diesem Jahr von der lettischen Luftwaffenbasis Lilvade, rund 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Riga. Mit bis zu 6 Eurofighter-Kampfflugzeugen übernimmt die Mission eine zentrale Aufgabe: den Schutz des baltischen Luftraums im Auftrag der NATO. Was bedeutet denn jetzt zum Beispiel dein Dienst auch hier, Schutz des europäischen Luftraums? Wie sorgst du mit deinem Dienst dafür? Die lettische oder generell die baltischen Staaten haben an sich zwar eine Luftwaffe, aber keine Kampfflugzeuge in ihrer Luftwaffe. Sprich, die sind darauf angewiesen, dass andere NATO-Partner diesen Schutz übernehmen. Und das tun wir halt, indem wir hier einmal präsent sind. Wie gesagt, einmal durch Abschreckung, dass wir in der Lage wären, falls irgendwas passieren sollte. Und natürlich, wir identifizieren Luftfahrzeuge, die sich nicht identifizieren. Zum Beispiel, dass sie keinen Funkkontakt haben mit den zivilen Stellen, kein Transponder, kein Flightplan. Und wir identifizieren auch irgendwelche unbekannten Radar-Contacts, wo jetzt gerade gar nicht bekannt ist, was das ist. So findet der Schutz einmal durch Abschreckung statt und einmal durch den Identifizierungsprozess von allem Möglichen, was hier in der Luft so unterwegs ist. Also unser Auftrag hier im Baltikum ist es, Air Policing zu betreiben. Das bedeutet, jede Art von Traffic, die hier ohne Transponder rumfliegt, zum Beispiel russische Luftfahrzeuge, russisches Militär, wird von uns abgefangen, entweder von uns oder von anderen NATO-Partnern hier im Baltikum, die auch Air Policing betreiben. Es gibt mehrere Standorte, mehrere Nationen, wir wechseln uns alle ab. Es ist ein multinationaler Effort. Letzten Endes entscheidet ein Command-and-Control-Center darüber, wann wir gescrambled werden und auf welche Targets wir gehen und welche QRA, also Quick Reaction Alert, welche Alarmrotte letzten Endes an das Target rangeht, um es zu IDen, um zu prüfen, was ist das für ein Luftfahrzeug, was da im internationalen Luftraum rumfliegt, aber eben ohne Transponder, ohne Flugplan. Wichtig ist das, weil jedes Flugzeug muss squawken, sprich einen Transponder anhaben.
damit die Fluglotsen ihn dekonflikten können von anderen Luftfahrzeugen im Luftraum, sprich zum Beispiel Airlinern, die da nicht reinfliegen sollten. Das kann der Fluglotse nicht tun, wenn einer von beiden nicht squawkt, sprich keinen Transponder anhat. Also um ihr Flight Safety zu gewährleisten, fliegen wir an diese Flugzeuge dran, identifizieren die. Und wenn die keinen Flugplan haben, schauen wir uns natürlich auch an, wo die lang fliegen. Häufig fliegen hier auch Aufklärungsflugzeuge rum von den russischen Luftstreitkräften. Intercepten wir dementsprechend auch. Maximale Action bei Mission Bundeswehr. Gefällt's euch? Dann liked und abonniert den Kanal. Hier im Camp leben für die Zeit des Einsatzes knapp 100 deutsche Soldatinnen und Soldaten, geführt von Oberstleutnant Blom. Und da treffe ich mich jetzt gleich mit dem Kontingentführer. Der Oberstleutnant Blom, da ist er schon. Hallo. Was kann denn jetzt eigentlich alles oben beim Einsatz in dem Luftraum passieren? Also was sind so mögliche Szenarien oder auch Gefahren? Also das normale Szenario wäre, wir bekommen den Auftrag, den anderen Flieger zu identifizieren. Das heißt, wir fliegen dorthin, fliegen relativ nah ran, damit wir eben erkennen können, was für ein Flugzeug ist das. Machen dann häufig auch noch ein Foto von diesem Flugzeug, einfach, dass wir eine Referenz haben, auch für die Auswertung danach, und begleiten diese Flugzeuge dann. Die erste Eskalationsstufe wäre jetzt, das abgefangene Flugzeug nicht möchte, dass man ein Foto von ihm macht. Das wird dann häufig dadurch gezeigt, dass man entweder quasi einmal seinen Bauch hochdreht, wenn da ein Kampfflugzeug unterwegs ist und die Bewaffnung dem anderen zeigt. Oder dass man auch langsam in einen reinfliegt und einen versucht quasi abzudrängen. Unser Auftrag ist eigentlich mit der Identifikation und der Begleitung schon erfüllt. Das heißt, wir sind da auch dann deeskalatorisch unterwegs und lassen uns dann einfach auf eine größere Entfernung rausfallen und begleiten die Flugzeuge eben dann in größere Entfernungen, um eben da mögliche Konflikte zu verhindern. Jetzt hatten Sie ja gerade gesagt, man zeigt sich so gegenseitig seinen Bauch, zeigt seine Waffen. Mit was für Waffen ist denn der Eurofighter ausgestattet? Wir sind hier unterwegs mit 2 Kurzstreckenraketen mit Infrarotzugkopf, IRIS-Ts. Dann haben wir dabei 2 Mittelstreckenraketen mit Radarsuchkopf und die Bordkanone ist ebenfalls beladen. Und zusätzlich haben wir dann zum Selbstschutz noch dabei Täuschkörper gegen Radar, Jeff, und der Täuschkörper gegen Infrarotraketen, Flares. Ja, ich habe die Meldung bekommen, ich kann jetzt mit anpacken beim Eurofighter. Also, legen wir los. Da ist auch schon. Hey Charlie, wo kann ich anpacken? Ja, Bordkanone entladen. Bordkanone entladen klingt richtig gut. Ja. Was muss ich machen? So, ich würde es jetzt einmal vormachen. Ich habe jetzt gerade die Bordkanone schon gespannt. Ja. Wir haben ja 3 Patronen sozusagen schon verkammert gehabt. Die müssen wir jetzt erstmal, wir nennen das rauskocken. Ja. Ja, dazu spanne ich sie einmal. Das habe ich jetzt schon gemacht. So, jetzt wird es kurz laut, weil jetzt entspanne ich die wieder. Achtung, ich kocke. So, und jetzt sieht man schon, jetzt ist hier die erste Bombe rauskommen. Ja. So, die liegt jetzt hier. So, jetzt kannst du übernehmen. Einmal die Bordkanone spannen, heißt hier drauf. Und dann drehen, bis ich Stopp sage. Okay. Stopp. Reicht. Einfach raus. Ja. So. So, ich kocke. Du wolltest schwitzen? Ja. Weiter, 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 weiter. Bisschen noch, bisschen noch. Gut. Kocke. Und jetzt haben wir auch alle draußen. Ja. So, und jetzt müssen wir den kompletten Gutt aber noch rausdrehen. Ja. Und da sind jetzt die vollen 150 Schuss drin, ja? Jawohl.
Aber es sind ja auch ziemliche Teile, muss ich sagen, diese Geschosse, ne? Also das ist schon Ja, BK 27, also 27 Kaliber mal 145. Wahnsinn. So, jetzt brauchen wir kurz Schützenhilfe von einem von euch. Ja, ich bin immer dabei. Guck mal, Wir müssen nämlich einmal den Wagen hier reinfahren. welchen Wagen? Den hier? Ja. Den Ammunition Trailer. Packen wir da an, hier so. Gut. So, Decktimer, hast du Power? Na los, zeig mal, was zu machen ist. Also ich gebe dir jetzt die Kurve, jetzt geb schlupfst mein du da rein, Bestes. wo ich war. Ich sag dir jetzt, wo du ansetzt. Ja. Hier. So, und jetzt drehst du links herum. So. So, und jetzt habe ich Stopp sag. Also beim geübten Watt wäre es ja jetzt schon leer, wäre es jetzt schon draußen. Ja. Na gut, ein geübter Wart, der macht das ja auch, muss man ja dazu sagen. Der wäre auf jeden Fall schon fertig. Der macht das ja auch jeden Tag. Naja, so hoch Moment. Für mich ist das erste Mal. Okay. Aber ich muss sagen, das ist wirklich anstrengend. Also jetzt Nicht zu viel versprochen. nicht zu viel versprochen, ohne Scheiß. Also bei uns gibt es die Challenge und warte, Pause machen ist nicht. Das muss in einem Ruck raus. Oh, Wahnsinn. Aber wenn ich übernehmen soll, sagst du Bescheid. Kriegen wir hin. Weiter, 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 weiter. Bisschen müssen wir noch. Noch weiter? Ja, weiter. Gut, sehr gut. Uh. So, jetzt tauschen wir wieder Plätze. Kannst du mal kurz durchatmen? Durchschnaufen. Ja, Oh. sozusagen. Huh. Habe ich zu viel versprochen, Nee, dass du hast heute nicht noch zu viel schwitzt? versprochen. Schade, ich habe wirklich nicht zu viel versprochen. Ging schon ganz schön in die Puste, aber am Ende musst du beißen. So, jetzt ziehen wir den Wagen wieder raus. Ja. Einfach nur ein Stück gerade zurück. Ja, Ja. jetzt ist die Bordkanone leer. Ah, okay. Bordkanone entladen. So wäre die Meldung. Passt. Ja. Ich danke dir für deine Hilfe. Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, ja. Ja, bitte, Und gell? dann sehen wir uns morgen. Spätestens morgen. Du machst jetzt auch langsam Dienstende, ja? Nee. Nee, wie geht's noch weiter bei dir? Ich habe jetzt eine gewisse Zeit, bis ich hier wieder eine Maschine stehen haben muss. Einsatzklar, das müssen wir jetzt heute noch herrichten, weil die andere muss ja noch beladen werden. Ja. Und dann habe ich allgemein noch Bereitschaftsdienst bis morgen früh 9 Uhr. Wow. Dann werde ich abgelöst. Na dann gutes Gelingen und bis morgen, ja? So machen wir Charlie, das. ciao. Bis dann, ciao. Für Charlie und seine Kameraden ist der Dienst noch lange nicht vorbei. Auch in der Nacht müssen die Kampfflugzeuge ständig einsatzbereit sein. Uns führt die Fahrt jetzt durch das dunkle Lettland, zurück zu unserer Unterkunft. Wir sind besonders aufmerksam, überall können Gefahren lauern. Besonders Spione agieren hier gerne im Schutz der Dunkelheit. So, ein langer, anstrengender Tag hier in der NATO-Ostflanke in Lettland geht zu Ende. Wir sind jetzt hier wieder in unserer Unterkunft angekommen und ich gehe gleich ins Bett, weil morgen früh geht's in aller Herrgottsfrühe los. Und was ich dann alles erlebe, das seht ihr jetzt. Die Letten verfügen nur über wenige Flugzeuge, zum Großteil die Antonov AN-2, ein Doppeldecker, der seit 1947 im Einsatz ist. Deshalb übernehmen die deutschen Eurofighter das Kommando und starten mehrmals täglich, um den baltischen Luftraum im Auftrag der NATO zu sichern. Auch ich bin wieder dabei. Guten Morgen, Ja, alles frisch Dexheimer. bei dir? Ja klar, und selbst? Ja, auch. Erholt Bestens. von der Bordkanone? Ja, bestens. Können wir gleich wieder machen. Aber ich habe gehört, du hast einen anderen Spezialauftrag für mich. Ja, heute ist es so, wir haben heute 2 Tango-Scrambles geplant. Und nach dem Flug, wenn die Waffenanlage in der sogenannten Deep Freeze Area und De-Arming Area, müssen wir die Waffen erstmal sichern, bevor wir hier zurückrollen auf die Clamshells.
Und das darfst du heute mit mir machen. Ah, okay. Aber das ist nicht ganz ohne. Ja. Natürlich scharfe Waffen, die Triebwerke laufen. Es gibt viele Gefahrenbereiche. Das Arbeiten am scharfen Kampfflugzeug Eurofighter ist hochgefährlich. Überall lauern Gefahren. Der kleinste Fehler kann tödlich enden. Der sonst so lockere Charlie ist merklich angespannt. Deswegen spielen wir das jetzt einmal trocken durch. Du bekommst später von mir einen sogenannten Lärmschutzhelm und ein Manpack, sodass wir die ganze Zeit im Funkkontakt stehen. Ist sehr wichtig, dass du mir auch nicht abhaust und irgendwo in den Gefahrenbereich reinläufst, dass da auf jeden Fall nichts passiert. Also, dass ich das machen darf, ist, glaube ich, schon relativ einmalig, oder? Absolut, und ist auch von übergeordneter Führung, musste erstmal genehmigt werden, weil es ja nicht ganz ohne. Wie vor einigen Monaten als Ladeschütze im Kampfpanzer Leopard bekomme ich eine einmalige Gelegenheit. Als erster Zivilist darf ich an einem scharfen Waffensystem arbeiten. Etwas, das bisher niemandem erlaubt war. Hier am Eurofighter lauern überall tödliche Gefahren. Komme ich den Lufteinlässen zu nah, droht mich der Sog einzusaugen. Nähe zu den Triebwerken bedeutet lebensgefährliche Hitze. Die Gefahr zu verbrennen. Dann legen wir mal los. So machen wir das. Genau, das kriegst du später von mir. Ja. Alles. Wir stehen dann immer im Funkkontakt. So, kurzer Blickkontakt mit dem Piloten, dass wir auch wissen, hey, er hat uns wahrgenommen. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir stehen dann hier oben, das Flugzeug rollt jetzt so her. So, und jetzt kommen wir von hier und wir haben dann Stifte dabei. Also das ist einmal drücken, dann da rein. Das gehen wir einmal durch. Ja. Wir machen die Iris-T, wirst du machen, und Safety Handles. Wenn wir uns da bewegen, bitte vorsichtig, langsam, nicht hudeln, nicht rennen, das bringt uns gar nichts. Okay. Wir haben hier scharfe Kanten, spitze Kanten, dass uns da nichts passiert. Okay? Ja. So, wir nähern uns natürlich von der Seite, weil wir nicht vor den Lenkflugkörper gehen, weil noch müssen wir behandeln, wie wenn er rattenscharf wäre. Richtig. Ja, okay. So, jetzt siehst du hier schon mit rot markiert. Ja. So, und jetzt muss dieser Ground Stift Safety Pin. hier rein. Da, wo der steckt jetzt. Genau, da wo der Den drin rechten. steckt. Okay, also neben der Schrift. Genau, in dem Moment ist jetzt elektrisch und mechanisch gesichert. Diese Startschiene ist safe, passiert nichts mehr. Also du hast ja gesagt, die Triebwerke laufen. Die laufen noch, ja. Da muss ich auch wirklich darauf achten, dass ich da nicht irgendwie... Genau, deswegen immer von ne? der Seite, wie ich gesagt habe, weil Ja. vorne ist natürlich gefährlich, der Ansaugbereich der Triebwerke. Dann haben wir hier einmal einen Safety Handle, den roten. Den können wir jetzt zum Beispiel mal trainieren. Den kannst du jetzt mal, die kommt so zurück. Den kannst du jetzt mal auf Safe drehen. Einfach. Ist das die Treibstoffzufuhr? Oder ist Nein, das ist ja unser Zusatztank. So? Genau. Hier sind Kartuschen verbaut, Abstoßkartuschen. Der Pilot könnte bei gewissen Szenarien die Tanks absprengen. Ah, okay. Ja. So, und dass das aber nicht mehr passieren kann, machen wir das. Das gehört jetzt nicht ganz so klassisch zur Waffensicherheit, aber wir sind ja eh schon am Durchlaufen, dann machen wir das natürlich auch. Ne? Also den dann einfach auf Safe drehen. Genau. Dann gehen wir hier so weiter. Wie gesagt, das Triebwerk läuft immer noch. Siehst du den kleinen Stift da hinten? Ja. Der muss dann rein. Dann gehe ich einmal so unten durch oder Nein, von hinten? genau, und das dürfen wir nicht. Wir müssen den von hier stecken. Ah, okay. Ich mache gleich mal so eine Trockenübung, ja? Wie ich mich da einmal so rein... Ja. Das machst du einmal bitte. Ich bin da dabei, passiert nichts. Ah, okay. Wie gesagt, ich halte ja auch die Stifte. Kann geb ich dir mich hier die dann festhalten? immer. Ja, Oder nicht? klar. Ja. Fällt nicht gleich auseinander, unser Eurofighter. Gut, dann Vorsicht. Jetzt müssen wir nämlich hier um den Lenkflugkörper rum. Diese Kanten von den Finnen, die sind rattenscharf. Ja, sehe ich. Das kann auch mal kurz schief gehen. Oh, ist davon? Nee. Ja. Ah. So, also wie gesagt, dann hier sehr bedacht mit mir da unten durchgehen. Dann gehen wir hier rüber, sind wir in keinem Gefahrenbereich. Ja. Dann das gleiche wie auf der anderen Seite hier für unsere Flair-Kartuschen. Einmal den Pin stecken, auch wieder hier reinlegen, Ja. einmal stecken. Wie gesagt, Gleich noch mal, ich mach mal so eine kleine Trockenübung einmal ja, durch. gerne. Oh ja, muss man sich schon strecken, okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. So, dann haben wir wieder den Tank Ja. und wir, Da mache ich dann wieder so. genau, Muss ich dann hier raufdrücken und den wieder so? nein, einfach wieder drehen. Perfekt. So, dann laufen wir hier entlang. Wie gesagt, die Triebwerke laufen immer noch. Und jetzt steckt der Stift natürlich wieder auf der anderen Seite, ist er ja von außen. Okay. Warum ist er hier von hinten gesteckt? Logischerweise, weil wir von hier kommen Ja. und wir nie vor
den Lenkflugkörper geben, wenn er noch nicht safe ist. Okay. Dann das gleiche wieder gucken. Hier steht wieder Ground Safety Pin. Drücken, rein. Ich prüfe dann nochmal kurz den Gefechtskopf Ja. oder den Zustand, sagen wir so. So, jetzt ist die Maschine safe. Und wir haben aber nachher Zeit. Also wir müssen es nicht hektisch machen. Nein, wir machen nichts hektisch, Wir machen weil das schön entspannt, ruhig. hektisch produziert bloß Fehler. Und mir ist es bewusst, dass es jetzt dann ein bisschen langsamer sein wird. Wir machen das ja jeden Tag, das ist anders. Aber im Vordergrund steht immer Sicherheit für alle. Ja. Und darum deswegen sachte. So, hast du diesen Pin gesteckt, ich das gecheckt, dann läufst du mit mir hierher, auf diese Höhe. Dann wird uns der Pilot schon angucken, weil der wartet da oben, weil er wahrscheinlich vielleicht auch weiter will. Ja. So, und jetzt machst du einfach nur so zu ihm. Jetzt weiß er, seine Maschine ist sicher. Er checkt das nochmal, er kriegt das ja oben auch angezeigt, was wir da unten fabrizieren. Okay, also er zeigt an, Sobald safe, ihr, ist wenn, alles safe. wenn so ein Stift reingeht, kommt bei ihm oben schon, die ist jetzt safe. So, dann geben wir das Zeichen, er wird sich dann bedanken bei uns, wird dann auch so machen. So, und dann bleiben wir so lange stehen, ich halte dich dann auch bei mir. Er wird dann einmal um uns rum taxien und geht dann zurück zu den Clamshells. Dann laufen wir wieder auf Position und dann kommt der nächste Eurofighter und dann machen wir das Ganze nochmal. Ich muss dir vertrauen, du musst mir vertrauen. Ja, ich vertraue dir natürlich. Und dann kriegen wir es klar. natürlich hin. Ja. Da würde ich sagen, wenn die Flieger dann in der Luft sind, musst du bereit sein, wenn sie zurückkommen. Und dann legen wir los. Channel 704 Romeo, Shulun 1 Lima arrival. Number 2, prepare radio 2 with Emari Tower, frequency 122.1. So, wir haben hier insgesamt 3 Funkgeräte, das heißt, teilweise wird es ziemlich busy auf dem Funk. And Kalin Control, Fox Zulu 01 formation is entering TSA 6 and proceeding 7, request handover to tactical. Einmal aufwärmen. Dafür kommen ein paar G-Awareness-Turns. Ready. 4G awareness in place 180 left, go. So, und ich versuche jetzt Flight Lead gleichzeitig in den Turn zu finden. Das macht das Formation Fliegen dann gleich leichter. And Fox Zulu 02, you are cleared to split to the northeast. Number 1 is maintaining center of the airspace. 2, copy northeast. So. Wir splitten uns jetzt auf für die Intercepts. Wir sind aufgewärmt. Ist eigentlich wie beim Sport, dass man sich davor noch mal kurz aufwärmt. Nacken ist aufgewärmt, das passt alles. Wir machen uns jetzt ready für die Mission hier im Airspace. Lighthouse Fox Zulu is splitting up formation. Number 1 as target first, maintaining center of the airspace. Number 2 proceeding as fighter to the northeast. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns zu splitten, sprich wir fliegen auch voneinander weg, um ein bisschen Range aufzubauen. Das ganze Profil, was wir hier trainieren, das simuliert eigentlich relativ gut einen QA-Type Intercept. Sprich das, was wir auch sehen, wenn wir gescrambled werden und ein anderes Flugzeug IDen sollen. Fox Zulu 01 as target ready in the center. Fox Zulu 02 as fighter ready in the... Du fliegst jetzt ja nicht irgendwie ein Segelflugzeug, du fliegst ja einen fetten Kampfjet, den Eurofighter. Beschreib mal so das Gefühl für mich oder für die Zuschauer, wie das ist, wenn du da drin sitzt und das Flugzeug gibt so, du gibst vollen Schub, der Kampfjet hebt ab. Und selbst für dich jetzt nach einem, keine Ahnung, 1000. Flug oder 10.000. Flug, was da noch so für ein Gefühl ist. Ja, also am Anfang ist das ja so, selbst wenn man das erste Mal in dem Flieger drin sitzt und seinen ersten Takeoff macht, und daran kann ich mich noch erinnern, davor hat man das ja unfassbar oft geübt. Da waren mehrere Simulatoren davor und nochmal bestimmt eine Größenordnung mehr an Chair-Flying-Events, wo man zu Hause sitzt und im Kopf durchgeht, okay, welchen Switch drücke ich jetzt, was ist jetzt der Radio-Call,
was passiert jetzt als nächstes, wo wird mein Flugzeug gleich sein. Und das führt dann dazu, dass wenn man in der Situation in echt ist, diesen Film eigentlich fast schon abspulen kann. Später, wenn man dann ein bisschen erfahrener ist, dann lenkt einen das nicht mehr so sehr ab. Man fühlt das natürlich immer noch, man gewöhnt sich aber auch ein Stück dran. Und man hat die Möglichkeit, einfach die Umgebung auch ein bisschen anders wahrzunehmen. Ein Beispiel dazu ist, in der Ausbildung dauert das eine ganze Weile, bis man so viel Hirnzellen frei hat, um auch mal zur Seite rauszugucken und zu sagen, wow, das sieht gerade ziemlich cool aus, wow, wie schnell bewegen wir uns vom Boden weg. Das dauert tatsächlich eine Weile, bis man mal die Zeit hat, sich das anzugucken. Weil man so fixiert auf deine Instrumente bist und deinem Ablauf, ja? Ja, genau, weil man so viele Sachen zu tun hat. Ne? Das sind, ich fliege das Flugzeug, ich mache Checks nebenbei, ich überprüfe, ob alle Systeme funktionieren. Ich funke mit mehreren Leuten. Wir haben 3 Frequencies, die wir gleichzeitig monitoren, auf 3 Funkgeräten gleichzeitig sprechen. Und das dauert dann einfach eine Weile, bis man mal sich eine Sekunde nehmen kann, um zu sagen, oh, hier, guck mal, es hat ja geschneit heute Nacht, das sieht mega cool aus. Ja. Man muss ja auch mit Leben und Töten umgehen können. Ne? Also es macht ja schon die Besonderheit des Soldaten aus. Das ist jetzt natürlich nicht der Feuerwehrmann oder auch nicht der Bäcker oder auch nicht der Rechtsanwalt, sondern man geht ja doch mit ganz anderen Gefahren um, die einen selber bedrohen, aber natürlich auch, dass man aktiv was macht. Und wie empfinden Sie das denn so auch als Berufssoldat? Das ist natürlich ein Teil unseres Berufs, der mit dazugehört. Das wird häufig nicht drüber geredet. Allein wenn man es in der politischen Dimension der letzten Jahre sieht, wie lange es gedauert hat, bis man den Krieg in Afghanistan auch Krieg nennen durfte. Aber natürlich gehört es dazu, da muss man sich mit beschäftigen. Da hat auch jeder seine eigenen Wege oder muss jeder seinen eigenen Weg finden, wie er damit klarkommt. Aber ja, das ist Voraussetzung, um natürlich dann auch diesen Beruf erfüllen zu können oder die Aufgabe zu erfüllen, die dann mit dem Beruf einhergeht. Ankunft am Einsatzgebiet. Die Eurofighter führen noch letzte Flugmanöver durch. So, jetzt geht's los für mich hier. Scharfer Einsatz am Eurofighter an der Schärfplatte. Muss ich da jetzt wirklich diese Pins stecken? Also maximale Action. Hier, du hast hier die 2 Schlaufen, so wie ich jetzt. Ich habe noch nie so einen Helm aufgehabt. Die ziehst du zurück. Ja. Einfach rein. Ah, okay. Die Ohrmuscheln. Ja. Ziehen. Ach, da ziehe ich die Ohrmuscheln mit weg. Okay. So, ich höre dich, schau schon. Ich höre dich. Genau. Perfekt. Gut, dann positionieren wir. Jawohl. Hier den Schärfwall. Es würde heißen, wenn hier jetzt was passieren würde, so ein Lenkflugkörper etc., dann würde er halt hier direkt rein und nicht Richtung Siedlung, nächstes Dorf fliegen. Ja. Und der hält hier wirklich alles ab. Die sind extra so gebaut und konfiguriert, dass die das abkönnen müssen. Ah. Weil das sind auch Voraussetzungen, dass wir hier diese Art von Bewaffnung fliegen dürfen. Wir brauchen ja dann immer irgendwie eine sogenannte Deep Freeze Area, wo uns und die Bevölkerung drumherum schützt.
mal durch den Vogelschwarm. Hoffentlich nicht. Bitte lieber drüben stehen. Der Flieger kommt dann so rein. Im Endeffekt steht dann er da. Wir gehen dann unsere Sachen durch, wie besprochen. Dann ist der Flieger immer so unsere Taxi, wie wir gesagt haben. Dann gehen wir wieder hierher. Und dann kommt der nächste rein. Okay. Ich halte mich einfach an deiner Seite. Absolut, ja. Und Ja. wie gesagt, wir brauchen uns jetzt nicht beeilen, keine Hektik. Alles schön in Ruhe. Ja, Und dann sollte das alles funktionieren. denke ich auch. Jetzt wird es ernst für mich. Mein Kameramann Pablo darf mich diesmal nicht dabei begleiten. Er muss aus einer sicheren Entfernung filmen. Es ist alles viel zu gefährlich. Nie zuvor durfte ein Zivilist das tun, was ich hier jetzt gleich machen werde. An einem Kampfflugzeug Eurofighter mit scharfen Waffen arbeiten. Für die Möglichkeit, euch den Zuschauern das alles hautnah zeigen zu dürfen und vor allem für das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich hiermit bedanken. Meine Sinne sind geschärft, jeder Handgriff und jeder kleine Schritt muss von nun an wohl überlegt sein. Denn die Gefahren sind enorm. Jede falsche Bewegung und jeder falsche Handgriff können fatale Folgen haben. Während wir an dem ersten Eurofighter die Waffenanlage sichern, wartet schon in unmittelbarer Nähe der zweite Kampfjet. Auch seine Waffen müssen nach dem Einsatz in der Luft gesichert werden. Vorsichtig arbeiten wir uns Waffe für Waffe vor. Schließlich ist es geschafft. Der erste Eurofighter kann mit gesicherter Waffenanlage zurück in den Shelter. Bei Charlie löst sich sichtbar eine große Anspannung. Selbst für den erfahrenen Hauptfeldwebel war diese Aufgabe extrem herausfordernd. Charlie, Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Ja. Wie habe ich mich angestellt? Sehr gut gemacht. Danke. War alles top. Klar Okay. brauchen wir beim ersten Mal wahrscheinlich auch noch ein bisschen Anleitung, gerade mit den Gefahrenbereichen. Es ist ja auch wirklich, na klar, wie du sagst, im Gefahrenbereich, also du merkst einfach, da ist Krach, ne? Da ist irgendwie, Ja. es ist heiß und du weißt, das sind scharfe Waffen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Mettbrötchen. Genau, um das geht's ja. Ne? Es Ja. schaut relativ unspektakulär aus, aber man Ja. muss sich halt bewusst sein, was man da macht. Ja. Und es ist halt einfach auch ein kritischer Punkt, dieses Endsichern der Waffen, also ob es jetzt Schärfen ist oder Disarmen. In dem Moment ist halt immer man sagt immer der Tricky Point, wo auch immer noch was passieren könnte. Ne? Jetzt haben wir alle Stifte drin gehabt, somit sind wir komplett safe. Die Eurofighter können mit den Waffen beruhigt zurückrollen und alle hier am Flugplatz sind in dem Moment auch geschützt. Man muss aber auch immer wieder sagen, das ist ein 100 Millionen Euro Kampfjet. Ne? Ist jetzt nicht irgendwie der Fiat Panda, an dem man irgendwie einen Ölwechsel macht. Ne? Also das muss man immer wieder sich vor Augen führen, dass man da an einer Hightech-Waffe arbeitet und dementsprechend natürlich auch wirklich aufmerksam ist, wach, ja, und sich wirklich der Gefahr immer bewusst ist. Und das fand ich, das merkt man in jeder Sekunde, wenn man mit dir da unterwegs ist an dem Flugzeug. Ja, absolut. Man muss den Eurofighter als komplexes Waffensystem sehen, der auch nicht stehen bleibt. Der hat sich auch die letzten Jahre immer weiterentwickelt. Fordert natürlich von uns in der Technik auch, immer am Ball zu bleiben. Es gibt immer wieder kleine Veränderungen, Verbesserungen, wo auch uns in unseren Ground Procedures Änderungen schaffen. Ja. Und da heißt es halt immer am Ball zu bleiben. Auf jeden Fall. Okay, Charlie, dann vielen, vielen Dank. Nichts für das. Als Lehrmeister, ja. Und gern. dann sehen wir uns irgendwann in Neuburg.
Ja, mit Sicherheit. Wieder am Eurofighter, ja? Auf jeden Fall. Okay. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also Und wirklich extrem Spaß. egal, was noch auf dich zukommt jetzt, viel Erfolg. Dir auch. Danke, ja. Ciao. Bitte, ciao. Für uns gehen aufregende Tage an der NATO-Ostflanke zu Ende. Ich möchte mich hiermit ausdrücklich bei allen Soldatinnen und Soldaten bedanken, die mich so herzlich aufgenommen und mir und den Zuschauern unserer Serie diese einmaligen Einblicke in ihr Leben und die Arbeit bei ihrem Auslandseinsatz ermöglicht haben. Ein Einsatz nahe der russischen Grenze. Nur 10 Flugminuten entfernt schützt die Bundeswehr im Auftrag der NATO hier und über der Ostsee den baltischen Luftraum. Die letzten Tage werden für mich unvergessen bleiben. Und ich wünsche uns allen, dass es nie zu einem Kriegseinsatz kommen wird.